YouTube su anda alta yizlarla ilgili sorunlar yaşıyor. Bu dünya kapında bir sorundur. YouTube destek ekibi bu sorunu çözmek için çalışıyor. Sorun çözülmez elbet Türkçe, İngilizce ve İspanyolca. Alta yazıları tekrar sunmaya başlayacağım, anlayışınız için teşekkürler. So, hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich hoffe, die türkisch sprechende Community hat verstanden, was ich gesagt habe. Also für die Deutschsprachigen nochmal, falls ihr euch auch wundert, YouTube hat zurzeit ein weltweites Problem mit ihren Untertiteln. Also mir geht's nicht alleine so, sowohl in den USA, Südamerika, überall gibt es gerade Probleme mit den Untertiteln. YouTube bastelt daran, sobald das gelöst wird, werdet ihr wieder die Möglichkeit haben, die Untertitel auf Englisch, Spanisch und Deutsch und Türkisch natürlich zu lesen. So, genug damit, starten wir mit dem Video von heute. Ich bitte jeden von euch um Verständnis. Ich habe zurzeit Familienbesuch, was bedeutet, ich kann zurzeit keine langen Videos machen, nicht viele Schnitte. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber wie soll ich bitte kein Video machen, wenn solche zwei guten Ereignisse für Real Madrid passiert sind? Ich habe euch gestern noch gesagt, ein Arda Güler muss in die Fußstapfen der anderen Nationalspieler von Real Madrid treten. Die anderen haben vorgelegt mit Toren, Assists etc. Und der junge Türke hat mich beim Wort genommen. Beim Sieg von der Türkei hat er ein Tor und 2 Vorlagen gegeben. Spieler des Spiels, tolles Spiel des jungen Türken. Was da los war, schauen wir uns an. Und es gibt brandneue Informationen aus Spanien zu Raúl Asensio. Steht er noch weiter vor Gericht? Muss er nicht vor Gericht? Was ist da passiert? Denn das minderjährige Opfer hat Raúl Asensio verziehen. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses kurze Video mit einer schönen Information für den Madridismo. Gestern gab es aus verschiedenen Quellen in Spanien, wie Athletic, Marca etc. neue Hinweise zu den Verletzungen von Kylian Mbappé, Franco Mastantuono und Dean Housen. Und alle Quellen sagen, es sieht sehr gut aus. Einige sagen sogar, dass alle 3 Spieler gegen Getafe schon wieder spielen könnten. So weit würde ich allerdings noch nicht gehen. Ihr wisst, wie das in der Welt der Medien bei Länderspielpausen ist. Jeden Tag müssen Nachrichten gefunden werden, ob der Wahrheitsgehalt so stimmt oder nicht. Ja, das sei mal dahingestellt. Aber eine Journalistin, der ich blind vertraue, ist Arantxa Rodriguez und die hat gepostet, wie ihr sehen könnt, Real Madrid hat bei Kylian Mbappé schon ihre medizinischen Tests absolviert und die Verletzung sieht nicht so schlimm aus. Er kann nächste Woche schon wieder am Teamtraining teilnehmen. Das sind die besten Nachrichten. Zu Franco Mastantuono und zu Dean Housen hat sie noch nichts geschrieben und deshalb vertraue ich den anderen Quellen nicht, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich bin mir zumindest sicher, dass ein Kylian Mbappé wieder mit der Mannschaft trainiert, was eigentlich auch bedeutet, er kann gegen Getafe spielen. Wäre enorm wichtig, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich das gelesen habe. Die besten Nachrichten, die der Madridismo zurzeit hören kann. Ja, wer auch die besten Nachrichten hören konnte oder gehört hat für ihn selber, ist Raúl Asensio. Ich glaube, ich brauche euch den ganzen Prozess, durch den dieser Junge gehen muss, nicht nochmal erklären. Raúl Asensio hat mit 18, 19 Jahren eine Dummheit gemacht. Trotz alledem ist diese Dummheit nicht annähernd so falsch und so dumm gewesen, wie das, was die anderen 3 gemacht haben. Die anderen 3 waren die Täter. Was er gemacht hat, ist nicht zu vergleichen. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch beide Opfer. Ich habe euch vor 2, 3 Wochen erzählt, dass das erste Opfer, die über 18-Jährige, ihm bereits verziehen hat, ihre Anzeige zurückgezogen hat. Und das Gleiche hat die Minderjährige gestern oder vorgestern gemacht. Hören wir uns hierzu mal einen Bericht an. Ángel García, der den Fall von Asensio, von Raúl Asensio, dem Fußballspieler von Real Madrid, vom ersten Blatt an verfolgt, der beschuldigt wurde und derzeit noch beschuldigt ist, ein Vergehen gegen die Privatsphäre durch Offenlegung von Geheimnissen begangen zu haben, weil er ein Video mit Inhalt gezeigt hat.
Wir wussten bereits, dass es ein Opfer gab, das die Anzeige zurückgezogen hatte und heute ein zweites, Angel, das ist die Minderjährige. Richtig? Das heißt, vor 3 Wochen berichteten wir, dass das erwachsene Opfer seine Anzeige zurückgezogen hat. Und heute können wir berichten, dass auch das zweite Opfer, der Minderjährige, seine Anzeige zurückgezogen hat. In diesem Fall 2 Anzeigen, weil ihm Kinderpornografie und Geheimnisverrat vorgeworfen wurden. Nun, er zieht beide Vorwürfe zurück, mit der Begründung, sein Verhalten sei völlig anders gewesen als das der übrigen Angeklagten. Tatsächlich läuft das Gerichtsverfahren gegen die anderen 3 weiterhin und Asensio hat sich entschuldigt und eingeräumt, dass er, ich zitiere, eine zu tadelnde Indiskretion begangen hat und dass er den von ihm verursachten moralischen Schaden wiedergutgemacht hat. Damit haben Asensio gegenüber beide Opfer bislang ihre Anzeige zurückgezogen. Es bleibt abzuwarten, was die Staatsanwaltschaft entscheidet, die offensichtlich bereits ihre Anklageschrift verfassen musste, da diese Einigung nicht zustande kam, bevor diese Schreiben erstellt werden mussten. Dieses Schreiben bleibt bestehen, der Prozess wird beginnen und dort werden wir sehen, ob die Staatsanwaltschaft in ihrem ersten Plädoyer ebenfalls beschließt, ihre Anklage gegen Raúl Asensio zurückzuziehen. Ich betone, es geht nur um die Offenlegung von Geheimnissen, um ein Delikt gegen die Privatsphäre oder ob sie die Anklage aufrechterhält. In diesem Fall müsste sich Raúl dem Prozess wegen dieser Anklage der Staatsanwaltschaft stellen. Aber im Moment, und das hat natürlich ein großes Gewicht im Prozess, wie du dir vorstellen kannst, falls es dazu kommt, haben beide Opfer, zuerst die Volljährige und heute die Minderjährige, alle ihre Anschuldigungen zurückgezogen und verfolgen keine zivil- oder strafrechtlichen Schritte mehr gegen Raúl Asensio. Für Raúl Asensio klärt sich die Lage, aber es bleibt abzuwarten, was die Staatsanwaltschaft dazu sagt. Danke, Angel, eine Umarmung. Eine Umarmung. Ja, wie ihr gehört habt, Raúl Asensio oder das Opfer, die Minderjährige, die dürfte inzwischen nicht mehr minderjährig sein. Aber wie dem auch sei, sie hat Raúl Asensio verziehen, sie hat klargemacht, was er gemacht hat, ist nicht zu vergleichen mit dem, was die anderen 3 gemacht haben. Gegen die anderen 3 wird die Anzeige noch weitergeführt und jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Nehmen wir Raúl Asensio trotzdem noch in den Prozess vor Gericht, aber nie wegen Kipo oder wegen dieser ganz schlimmen Sachen. Das Einzige, für das er angezeigt werden könnte, wäre für die Wiedergabe von Geheimnissen. Ich habe euch erklärt, was passiert ist. Er hatte dieses Video nie, er hat nicht an der Tat teilgenommen, er hat es nicht aufgenommen etc. Er hat in den ganzen Chats, wo sie dieses Video hin und her geschickt haben, war er nicht drin, hat nichts kommentiert, hatte damit nichts zu tun. Das Einzige, was er gemacht hat, Wochen später, um dem Freund dieses minderjährigen Mädels zu zeigen, hör mal, was deiner Freundin da passiert ist. Und der Freund hat gesagt, ich will das sehen. Daraufhin hat Raúl Asensio einem der Täter gesagt, schick mir mal das Video, aber nur per Instant, dass ich das gar nicht auf meinem Handy habe. Und er hat es dem Freund gezeigt. Es ist noch nicht mal klar, ob er es selber gesehen hat. Weil ich schätze mal, wenn ich so etwas oder der Freund so etwas über seine Freundin erfahren hat, dass er das nicht dem Raúl Asensio so vors Gesicht hält, sondern dass er das... Aber da vermute ich, wie dem auch sei, beide Opfer haben Raúl Asensio verziehen. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt selber entscheiden, ob sie von sich aus noch weiter anklagt, aber immer nur wegen Wiedergabe von Geheimnissen. Ich glaube, das sind sehr gute Nachrichten für Raúl Asensio. Ich finde jetzt auch fußballerisch merkt man die letzten Wochen eine Steigerung. Vielleicht ist ihm da ein Stein vom Herzen gefallen. So etwas tut natürlich innerlich weh. Und ich hoffe auch, ein Raúl Asensio hat daraus gelernt. Wie gesagt, mit 18, 19 erlaube ich ihm so einen Fehler, aber ich glaube, aus so etwas muss man reifen und wissen, so etwas hat nichts in der Gesellschaft zu tun, so etwas hat nichts auf deinem Handy etc. So. Ja, wie dem auch sei, zweite gute Nachricht für Real Madrid. Und kommen wir jetzt zur dritten guten Nachricht. Nachdem in den letzten Tagen Vini, Rodrigo und Mbappé bei Sofascore oder Footmob besser gesagt schon richtig eskaliert sind, auch ein Arda Güler hat sich gestern Abend angeschlossen. Die Türkei gewinnt mit 6:1 nach einer spektakulären zweiten Halbzeit in Bulgarien. Ein Arda Güler macht nicht nur das 1:0 mit einem absoluten Traumtor. Also ich genieße dieses Tor. Dieses Tor definiert Arda Güler, glaube ich, mit am besten. Er ist jetzt keiner, der nur vom Tor steht und ihn reintappt oder was auch immer. Er produziert das Tor schon selber von der Basis an. Er nimmt den Ball, spielt auf Hakan Çalhanoğlu, der steckt ihn durch und dann der Tempowechsel, den ein Arda Güler da hat.
Sorry Leute, den hatte der vor einem Jahr nicht. Man sieht auch, dass es physisch für ihn bergauf geht. Natürlich, wenn du unter Xabi Alonso immer spielst, wenn du den Wettbewerbsrhythmus hast, die Fitness, dann siehst du auch wieder solche Tempo-Dribblings, wie der im Vollgas vorbeizieht, wie er seinen Körper dann positioniert, um den dann reinzuschießen. Tolles Tor von Arda Güler. Und ich habe einen Kumpel von mir geschrieben, der war trotzdem nicht ganz zufrieden mit der ersten Halbzeit von Arda. Der hat mir geschrieben, wenn du schon Leader sein möchtest, musst du auch mehr tun. Arda Güler hat das gehört, hat sich in der zweiten Halbzeit gedacht, hold my beer, okay, hold my chai latte, ja, und hat dann noch 2 Assists vorbereitet, war der Man of the Match, der beste Spieler auf dem Platz, er wird immer wichtiger in der türkischen Nationalmannschaft, natürlich wird er auch immer wichtiger bei Real Madrid und sogar ein Fabrizio Romano hat gestern gepostet, Arda Güler hat in dieser Saison in 13 Spielen 11 Scorerpunkte. Also Tore oder Assists. Wo soll das enden? Der ist kein Mittelstürmer. Der ist Mittelfeldspieler. Am Anfang der Saison habe ich eine Prediction gemacht. In der Prediction habe ich gesagt, wenn ich mich nicht täusche, Arda Güler wird 15 Saisontore machen und 17 Assists. Natürlich nur für Real Madrid. Also die der türkischen Nationalmannschaft zählen jetzt nicht für meine Prediction. Aber der Junge, und viele haben mich kritisiert und gedacht, ach, du hast eine Arda Güler Brille auf, etc. Wenn der so weitermacht, verdoppelt er das, was ich gesagt habe. Wir könnten von einer historischen Saison reden, aber ruhig bleiben. Diese Zahlen kann ein offensiver Mittelfeldspieler nicht über Dauer halten. Das verlangt auch gar keiner. Also ein toller Saisonstart des jungen Türken. Ein tolles Spiel gestern Abend. Und ich hoffe mal, die türkische Community ist mal ein bisschen, hat ein bisschen mehr Vertrauen in den Jungen. Der ist gerade mal 20, 21 da in der Ecke. Und der bringt schon Zahlen, die dir Mittelfeldspieler mit 27, 28 im Laufe ihrer gesamten Karriere nicht gebracht haben. Also, die Türkei hat da einen wirklichen Wunderjungen in der Hand. Real Madrid hat einen Wunderjungen in der Hand. Und ich bin froh, dass Xabi Alonso das auch so sieht und mit diesem Jungen arbeitet. Man sieht Spiel für Spiel, wie der besser wird. Immer mehr Selbstvertrauen. Also es macht einfach nur Spaß, dem Jungen zuzugucken. Was bedeutet das jetzt für die Türkei? Das ist nämlich die einzige schlechte Nachricht, die ich habe. Ihr wisst, ich wünsche mir, dass sich jeder Spieler von Real Madrid für die WM qualifiziert. Für viele ist das der Traum ihres Lebens, mit ihrer Nation eine WM zu spielen. Für mich als Fußballer wäre es auch das Größte gewesen, natürlich neben für Real Madrid zu spielen. Ja, die Mannschaften, für die meisten sieht es sehr gut aus. Die Türkei hat leider das Problem, für mich als Spanier ist das Gott sei Dank, dass Spanien auch in der Gruppe ist. Und Spanien scheint sich zu qualifizieren. Wir sehen die Tabelle, Spanien und die Türkei müssen noch 2 Spiele machen. Spanien hat 1 der Spiele gegen Bulgarien. Bulgarien, sagen wir mal, ist eigentlich für Spanien, muss die schlagen. Und wenn das so ist, dann müsste Türkei in Spanien, ihr seht die Tordifferenz, 6, 7, 8-0 gewinnen. In der Welt des Fußballs kann alles passieren, aber wenn Spanien weiß, wir dürfen gegen die Türkei nicht 6-0 verlieren, dann werden sie auch eigentlich nicht 6-0 verlieren. Ne? Dann kann man das Spiel viel defensiver angehen, was auch immer. Naja, wie dem auch sei, das würde bedeuten, für die Türkei sieht es so aus, als wenn sie in die K.O.-Runde müssen, in diese zweite Qualifikation quasi. Und da müsste Arda Güler 2 K.O.-Spiele schaffen. Die 2 K.O.-Spiele sind One-Match-Spiele, das heißt, nur ein Spiel entscheidet. Hast du einen schlechten Abend, bist du raus? Das ist eine große Gefahr. Und ich habe mir die ganzen möglichen Gegner angeschaut und es gibt viele, wo ich die Türkei als klaren Favorit sehe. Aber die eine Mannschaft, wo ich Arda Güler die Daumen drücke, dass er nicht gegen sie ausgelost wird, ich meine, das wäre schon enormes Pech, ist Italien. Denn Italien hat sich ja für die letzten 2 WMs schon nicht qualifiziert. Eine Mannschaft wie Italien, die gehört einfach zu einer WM. Italien ist Fußball, ist Pasta etc., aber ist auch Fußball. Italien muss eigentlich zu einer WM. Also ich drücke den Italienern und den Türken natürlich die Daumen. Ich glaube, das sind Länder, die zu einer WM gehören. Aber schaut euch mal die Tabelle von Italien an. Was ist denn bitte mit Norwegen los? Wie kann man nach 6 Spielen ein Torverhältnis von 29:3 haben? Das sind fast 5 Tore pro Spiel.
Und einen großen Teil haben die das natürlich Erling Haaland zu verdanken. Erling Haaland hat mehr Tore als Spiele für die norwegische Nationalmannschaft. Was ist das bitte für ein Cyborg? Ja, aber wie ihr seht, eine ähnliche Situation mit Spanien und der Türkei hat Norwegen und Italien. In diesem Fall müssten die Italiener so hoch gegen Norwegen gewinnen. Das ist, also in der Welt des Fußballs, das ist eigentlich unmöglich. Und das bedeutet, neben der Türkei müsste auch ein Italien in diese Qualifikation. Also eigentlich sehe ich die beiden Mannschaften als die stärksten und ich hoffe einfach, dass sie nicht aufeinandertreffen und sich beide qualifizieren. Das wären schöne Nachrichten für Arda Güler. Schöne Nachrichten für Arda Güler sind schöne Nachrichten für mich, sind schöne Nachrichten für Real Madrid. Ja, wie versprochen, heute ein kurzes Video. Lasst bitte in den Kommentaren, was ihr zu sagen habt zu Arda Güler, was ihr zu sagen habt zu Raúl Asensio und zu Kylian Mbappé. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen, nicht vergessen. Hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe. Morgen ist der letzte Tag des Besuchs, den möchte ich nochmal ausnutzen. Aber wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!